Ihr wolltet entgegen der Stimmen aus dem Internet GNOME auf eurem Linux Mint System installieren. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das machen könnt. Ich begrüße euch recht herzlich auf dem Kanal Linux Infinite und wir starten jetzt. Ich habe vor mir eine neue Linux Mint Installation und wir werden hier jetzt anfangen. Und zwar sage ich noch was vorher. Alles, was hier geschieht, ist unter Vorbehalt und auf eigene Verantwortung. Es kann nämlich immer passieren, dass es irgendwelche Probleme gibt mit Abhängigkeiten oder sonst was. Ich versuche es hier so sauber wie möglich zu machen, dass eigentlich keine Rückstände bleiben sollten. Und ihr könnt es ja mal in einer virtuellen Maschine ausprobieren. Und wenn ihr euch sicher seid, was ihr tut, könnt ihr es, wenn ihr wollt, mal versuchen. Aber jetzt ist die erste Frage, was brauchen wir als erstes, beziehungsweise was müssen wir machen? Und zwar, ich öffne jetzt mal ein Terminal mit strg, Alt und T. Das ist nicht der richtige, das ist der von meiner Originalmaschine. Das ist der richtige von Linux Mint. Ich bin hier nämlich in einer virtuellen Maschine. Und jetzt bringen wir als erstes unser System auf den neuesten Stand, beziehungsweise unser System und die Paketquellen. Und zwar mit sudo apt. Wir nutzen apt, da Linux Mint auf Ubuntu basiert und Ubuntu basiert auf Debian. Das heißt, wir haben den apt Paketmanager. So, dann Update und. Das mache ich jetzt in einem Schlag. Das heißt, ich update die Paketquelle und upgrade sie auch gleichzeitig mit sudo apt upgrade. Dann das Root-Passwort. Momentan ist alles fertig. Ich hoffe, bei euch ist das auch so. Dann starten wir mit der Deinstallation von Cinnamon. Und zwar dem Desktop Manager von Linux Mint. Ich clear mal das Terminal, damit wir hier eine saubere, schöne Sache haben. Dann sudo apt remove --purge, damit wir alles, was im Hintergrund hängen bleibt, Abhängigkeiten und sonstige Sachen, Konfigurationsdateien, alles konsequent weg. So, und dann schreiben wir hier rein Cinnamon Sternchen und dann löschen wir dazu noch Muffin, das ist der Fenstermanager von Linux Mint, und Nemo. So. Das Minus Y ist, dass ich nicht bestätigen muss, dass ich das jetzt mache, sondern er fragt mich sonst, ob ich es wirklich deinstallieren will, und dann muss ich es bestätigen. Das Y ist dafür da, dass ich es nicht bestätigen muss. Dass ich sage im Vornherein, okay, ist direkt klar, dass ich das will. So, dann löschen wir noch sudo apt remove purge lightdm. Das ist der Login Manager und jetzt sehen wir hier, muss ich es bestätigen, weil ich das Y nicht gemacht habe. Das ist der Fenstermanager, nicht der Fenstermanager, sondern der Login Manager und Display Manager von Linux Mint. Den haben wir jetzt auch gelöscht. Dann machen wir einen sudo reboot, starten das System neu. Und jetzt, wenn wir hochgefahren sind, sollten wir eine Eingabeaufforderung bekommen, das heißt ein Terminal oder eher gesagt das TTY, das haben wir jetzt. Jetzt logge ich mich da ein, Linux Mint ist mein Benutzername und dann das Root-Passwort. Und jetzt bin ich hier in meiner Maschine eingeloggt. Dann machen wir zur Sicherheit nochmal sudo apt auto remove, um wirklich sicher zu sein, dass alles weg ist. Da sind noch ein paar Kilobyte frei. Das lösche ich jetzt. Und zwar Unity Reader wird gelöscht. So, okay, jetzt bin ich hier von allen Altlasten befreit.
Und jetzt fange ich an. Sudo apt install GNOME. Dazu noch Nautilus. Das sollte eigentlich bei der GNOME-Installation dabei sein. Wir schauen mal. Dann apt install GNOME. So, dann fragt er uns, ob wir das installieren wollen. Ja, wollen wir. So, da wir jetzt hier fertig sind, können wir sudo reboot eingeben. Dann starten wir das System neu. Und dann sollten wir den GDM3 Login Manager haben. Und zwar der GNOME Desktop Login Manager. Und hier haben wir ihn. Wenn wir jetzt hier draufklicken, haben wir hier unten auch die Möglichkeit, unter mehreren verschiedenen Sitzungen auszuwählen. Ubuntu, da es auf Ubuntu basiert. Aber GNOME unter Xorg ist okay. Dann gehen wir auf Root. Das ist das Root-Passwort und wir sehen, wir haben den GNOME Desktop erfolgreich installiert mit Linux Mint starten. Wir sehen, GNOME funktioniert soweit. Es ist auch alles so, wie es sein soll. Systemmanager, Systemüberwachung. Alles top in Ordnung. So, dann habe ich noch ein kleines Problem. Das liegt jetzt an meinem Monitor. Und zwar hat er hier nicht die richtige Einstellung für mich. Und zwar sehen wir hier 2560 x 1080. Das ist aber nicht meine Auflösung, sondern 2560 x 1044. Das mache ich jetzt schnell, indem ich den Terminal öffne. Dann gebe ich ein CVT. Dann die Auflösung, die ich haben möchte. Und schon gibt er mir die Einstellungen für Xrender aus. Die kopiere ich mir hier unten bis hierhin. Dann gebe ich ein Xrender New Mode. Füge das ein, drücke Enter. Dann gebe ich ein Xrender Add Mode. Dann meinen Monitor Virtual -1 wegen meiner virtuellen Maschine. Ihr müsst da euren Monitor bzw. eure Schnittstelle angeben. Wie ihr die findet, zeige ich euch gleich. Und dann füge ich das nochmal ein und lösche es bis hier hinten zu der Auflösung mit der Herzanzahl. Ihr müsst dann passend eure Herzanzahl je nachdem angeben. Dann drücke ich Enter. Wie ihr den Monitor bzw. die Schnittstelle findet, gebt einfach ein Xrender. Dann könnt ihr hier sehen, Virtual One Connected Primary zu 1280 x 800 plus 0. Das ist dann hier dementsprechend eure Schnittstelle und eure aktive Auflösung steht hier mit einem Sternchen und einem Plus versehen, damit ihr wisst, okay, das ist meine aktuelle Auflösung und mein Monitor. So, wenn ich jetzt hier unten sehen wir, da ist jetzt meine neue Auflösung. Wenn ich jetzt hier reingehe, sollten wir die Auflösung finden, wenn ich hier nach oben scrolle und hier haben wir sie 2560 x 1440. Anwenden, beibehalten, perfekt. So, dann clear ich den Terminal nochmal. Vergrößere ihn dementsprechend. Und wenn ihr euch dann umentschieden habt und sagt, okay, ich will doch lieber zurück zu Cinnamon, dann ist das auch an sich kein Problem. Dann machen wir das gleiche einfach wieder rückgängig. Und zwar, wir geben ein sudo apt remove -purge. Dann einfach das, was wir gerade installiert haben, deinstallieren wir jetzt wieder. Das heißt GNOME Sternchen. Dann haben wir installiert den Nautilus hat er direkt installiert. So, dann machen wir das. Und
entfernen das Ganze. Ich lösche noch GDM3 zur Sicherheit mit. Dann geben wir das Root-Passwort ein. Ach, ich habe Groban geschrieben statt GNOME. Das war mein Fehler. So, ja. Dann löscht er im Prinzip wieder das Ganze, was wir jetzt gerade installiert haben. Löscht er jetzt wieder runter und macht das komplett platt. Wenn das erledigt ist, machen wir noch zur Sicherheit ein sudo auto purge. Ach, ein apt sollte ich dazu noch schreiben. Apt auto purge. So, jetzt hat er's. So, yep. Dann wird das deinstalliert. Zur Sicherheit, dass keine Altlasten irgendwie auf dem System noch hängen bleiben, womit nachher Cinnamon eventuell Probleme haben könnte. Okay, wenn das passiert ist, können wir das Ganze, ich gucke jetzt mal zur Sicherheit, ob Nautilus noch installiert ist. Sudo apt remove Nautilus. Data ist noch da. Ja, die können wir auch mal wegdeinstallieren. Yep. Und dann machen wir einen sudo reboot. Und jetzt sollten wir wie vorher wieder im TTY landen. Und von da aus können wir dann Cinnamon wieder installieren. So, wie gesagt, wir landen im TTY. Linux Mint. Root Passwort. Und wir können mit der Installation starten. Und zwar wieder sudo apt install Cinnamon. Dann installieren wir noch Nemo. Ich weiß nicht, ob er in dem Paket mit drin ist. Und Muffin. -y. Oh, und wir nehmen den GNOME Terminal noch hinzu. Jetzt holt er sich wieder alle Daten und Pakete, um dann so unseren Desktop zu installieren. Okay, was ich noch vergessen habe, ist sudo apt install lightdm. Den brauche ich noch, damit wir natürlich uns einloggen können, weil sonst landen wir wieder hier. Und das wollen wir ja nicht. So, wenn das geklappt hat, geben wir zur Sicherheit mal sudo dpkg-reconfigure und lightdm ein, um sicherzugehen, dass er auch als Standard gesehen wird. Es sollte kein anderer mehr da sein, deswegen hätte ich auch ganz normal neu starten können. Habt ihr jetzt aber eventuell noch GDM3 drauf oder SDDM von KDE, dann könnte es da Probleme geben. Aber jetzt machen wir ein sudo reboot und jetzt sollte alles wieder beim Alten sein. Es kann sein, dass jetzt beim Login ein anderes Wallpaper irgendwie dasteht von Ubuntu. Ja, das tut's auch. Das könnt ihr ja dementsprechend dann wieder ändern. So, und dann loggen wir uns ein. Und wir sind zurück in Linux Mint mit Cinnamon. Die Auflösung passt jetzt noch nicht, aber das kann man ja dementsprechend wieder anpassen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, gebt doch bitte ein Like und abonniert den Kanal. Vergesst die Glocke nicht. Und habt ihr schon mal versucht, eine neue Desktop-Umgebung zu installieren oder zu deinstallieren? Hat es bei euch geklappt? Hat es nicht geklappt? Wäre schlecht. Wenn ihr weitere Fragen habt, auch das könnt ihr dann in die Kommentare schreiben. Das war's von mir und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Tschüss.